Lass uns doch mal sehen, was draus wird. Und wir fragen mal wieder unser Familienorakel. Zuerst die Karte für Papa. Oh mein Gott, das ist der Tod. Warte mal. Elisabeth, was machst du denn hier? Ich dachte, ihr werdet schon längst in den Flitterwochen. Euer Vater hatte einen Schwächeanfall. Er hat Leukämie. Irgendwann werden wir erwachsen. Zumindest reden wir uns das ein. Und wir reden uns außerdem ein, dass wir als Erwachsene endlich alles unter Kontrolle haben. Vor allem uns selbst. Aber was passiert, wenn wir genau diese Kontrolle eines Tages verlieren? Wenn wir plötzlich auf andere angewiesen sind? Auch wenn das nicht ganz Frau Linses Standard entspricht. Ein Grund mehr, hier so schnell wie möglich rauszukommen. Ja. Guten Morgen, Graf Lahnstein. Ob der Morgen gut wird oder nicht, werden Sie mir hoffentlich gleich sagen, Dr. Kirle. Die neuen Laborwerte sind da. Und? Sie sind schlimmer, als wir zunächst befürchtet hatten. Zum Glück sind wir nicht allein. Denn dann würden wir es nicht schaffen. Ich komme gerade aus dem Krankenhaus. Dr. Köhler war so nett, gleich mitzukommen. Und was ist los? Geht's Papa schlechter? Es ist schlimmer, als wir dachten. Was soll das heißen? Chemotherapie? Dafür ist es bereits zu spät. Was soll das heißen, Dr. Kirle? Dass man unserem Vater nicht mehr helfen kann? Für die gängige Behandlung mit Immunsuppressiva ist die Krankheit leider viel zu weit fortgeschritten. Es würde ihn nur unnötig quälen. Ja, und was tun Sie jetzt? Ich meine, Sie müssen ja irgendetwas unternehmen. Moment mal, Familientreffen? Wieso erfahre ich denn davon nichts? Gibt es irgendeine Möglichkeit, seine Leukämie zu heilen? Jetzt sollten wir auf der Yacht in der Karibik sein. Das holen wir alles nach, sobald es dir wieder besser geht. Ludwig, du hast 15 Jahre in einem argentinischen Gefängnis überstanden. Du wirst doch jetzt nicht aufgeben. Du bist ein Kämpfer. Ich fühle mich wie kurz vor dem K.O. Bitte gib nicht auf, Ludwig. Ich brauche dich. Die Kinder brauchen dich. Eine Knochenmarktransplantation. Aber das dauert doch ewig, bis man den passenden Spender gefunden hat. Wenn es schon für eine Chemo zu spät ist, dann haben wir für sowas gar keine Zeit. So wie ich das verstanden habe, stehen bei direkten Verwandten die Chancen gar nicht so schlecht. Die Wahrscheinlichkeit einer Kompatibilität ist jedenfalls signifikant höher. Sie sollten sich alle so schnell wie möglich testen lassen. Ja, natürlich. Aber was ist mit den Knochenmarkspenderdateien? Das ist nicht so einfach. Dann legen wir eben die entsprechende Kohle auf den Tisch. Ist doch egal. Es geht um unseren Vater. Und wie stellst du dir das vor? Einfach nach China fahren und jemandem eine Tüte Knochenmark abkaufen? Dafür sind Tests nötig. Entscheidend ist die Kompatibilität und die ist in der Familie am wahrscheinlichsten. Sie wollen mir doch nicht erzählen, dass wir weltweit die einzigen potenziellen Spender sind. Wofür gibt's denn diese ganzen verdammten Knochenmarkspenderdateien? Wenn das alles so einfach wäre, dann hätte Dr. Kieler uns nicht gebeten, dass wir uns alle testen lassen. Ja gut, dann fahren wir eben alle ins Krankenhaus, sofort. Das ist nicht nötig. Dr. Köhler hat alles dabei. Also schön, wenn der Rest der Familie noch diskutiert, fangen Sie doch einfach am besten mit mir an. Nicht ewig Zeit und Ludwig offensichtlich auch nicht. Lydia, das ist ja ein Zufall. Zufälle, auf die man lieber verzichten würde. Ja, da gebe ich dir so recht, Charlie. Frau Schneider, der Konsul ist am Telefon, persönlich. Es geht um den morgigen Empfang. Keine Sorge, ich werde Tanja schon nicht auffressen. Herr Konsul. So kenne ich dich ja gar nicht. Ich krieg Angst. Ja, das solltest du auch. Ich glaube, du bist mir ein bisschen zu aufmüpfig. Es ist dann wieder Zeit, dass ich mal mit Ansgar ein ernstes Wort rede. Über seine kommende Vaterschaft, ach, das kann er bestimmt überhaupt nicht erwarten. Vorsicht, Lydia. Er ist nicht der Mann, der sich im Bastard unterschieben lässt. Ja, dann ist ja gut. Ich bin im Übrigen wesentlich kulanter. Und Ansgar und ich, wir sind bald eine richtige Familie. Und wenn Hannes dann gerne bei uns leben möchte, dann hätte ich absolut überhaupt nichts dagegen einzuwenden. Schönen Tag noch, Tanja.
Rechnen Sie mit den Testergebnissen? Spätestens morgen wissen wir mehr. Aber bis sich herausgestellt hat, ob wir als Spender in Frage kommen, bleibt unser Vater doch in der Datenbank gelistet, oder? Ja, ich rate Ihnen nur, sich nicht ausschließlich darauf zu verlassen. Gibt es noch weitere direkte Verwandte? Nein. Aber ich danke Ihnen, dass Sie sich persönlich die Zeit genommen haben. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Was klotzt ihr denn so? Euer Alter hat schließlich 4 von euch Luschen in die Welt gesetzt. Kann ja nicht ganz umsonst gewesen sein, oder? Trotzdem danke, dass du dich hast testen lassen. Ich habe mir oft gewünscht, dass Ludwig hier verschwindet, aber das heißt ja nicht, dass mit den Füßen zuerst rausgetragen wird. Ich dachte immer, du gewinnst am liebsten gegen Leute, die schon am Boden liegen. Irrtum. Ich genieße es, wenn die Gegner am Boden liegen, nachdem ich gewonnen habe. Insofern stellt deine Familie für mich keine Herausforderung mehr dar. Weißt du, das ist ein bisschen wie beim Pokern. Es gibt Spiele, die können einfach riechen, wenn der andere blufft. Teste mich, Ansgar. Es gibt auch Menschen, die mit Strategie ans Ziel kommen. Vergiss das nicht. Kleine Schachspielerin, ist es nicht so, dass die Strategie deiner Sippschaft uns gerade den Großteil der Firma gekostet hat? Oder spielt dein Alter hier freiwillig den Oberförster? Weißt du denn, wie Schach funktioniert? Den anderen in Sicherheit wiegen, bis er einen Fehler macht. Darauf kannst du bei mir lange warten. Insofern fürchte ich, dass dein Bruder nicht nur seine Frau, sondern auch Lanshan Enterprises an mich verliert. Oh, entschuldige. Deine Frau ist ja längst weggelaufen. Im Gegensatz zu dir bestehen meine Erfolge eben nicht darin, die Frauen anderer Männer ins Bett zu kriegen. Höchstens die, die keiner will. Oh, das war jetzt wieder nicht nett gegenüber Tanja. Ich würde vorschlagen, du sagst es dir am besten gar nicht, hm? Ich schwöre dir eins. Die Firma überlasse ich dir niemals. Du hast ja gar nicht das Format dazu, die Firma zu leiten. Und dein Alter sieht das ganz genauso. Sonst hättet ihr das schon längst alles überschrieben. Papa ist noch nicht tot, kapiert? Er liegt im Krankenhaus und kämpft um sein Leben, während ihr eure Machtspielchen ausfechtet. Ihr seid wirklich zum Kotzen. Ja, dann vielen Dank für die Warnung und wir sprechen beim Essen weiter, okay? Ach, und Lydia, ich freue mich auf dich. Guten Tag, Herr von Landstein. Ja, geben Sie mir meine Post. Ach, und die Firma Ronke können Sie mir auch gleich geben. Ja, was ist, wird's bald? Sieh an, du lässt wirklich keine Zeit verstreichen. Tanja, was willst du? Mit dir reden. Ich wüsste nicht, was wir beide zu bereden haben. Mein Leben geht dich nichts mehr an. Ja, ganz vielleicht nicht, aber wir haben noch einen gemeinsamen Sohn. Was ist mit Tanja? Ist irgendwas passiert? Nein, noch nicht. Aber es dauert nicht lange und er muss sich sein Erbe mit Sebastians Kind teilen. Ich weiß, du willst es nicht hören, aber Lydia ist nicht der Engel, für den du sie hältst. Ich habe sie vorhin getroffen und öffentlich belästigt. Sie hat mich angerufen und mir davon erzählt. Ach, sie kriegt wohl Angst, weil es sich nicht mehr lange verheimlichen lässt, von wem sie in Wirklichkeit schwanger ist. Gott, bist du dreist. Und du bist so naiv. Wie kannst du glauben, dass du der Vater bist? Wie lange war Lydia mit Sebastian zusammen? Ein paar Jahre. Wie lange ist sie mit mir zusammen? Ein paar Wochen. Und wann ist sie schwanger geworden? Also. Oh Gott, deine testosterongesteuerte Logik in allen Ehren. Aber es geht ja auch um meinen Sohn. Und ich habe keine Lust, dass du dir von irgendwelchen dahergelaufenen Frauen Kinder unterjubeln lässt. Jetzt kommt Sebastian mit seinen dämlichen Allüren und jetzt du. Ihr beide habt euch wirklich verdient. Hör mir mal ganz genau zu, Tanja, was ich jetzt sage. Sage ich nur ein einziges Mal. Wenn du Lydia noch einmal belästigst, wird es dir leid tun. Du verbreitest keine Lügen mehr über sie, du sprichst sie nicht mehr an. Am besten, du denkst nicht mal mehr an sie. Ich habe vor ein paar Tagen meine eigene Mutter in die Psychiatrie gesteckt. Und glaub mir, ich finde auch für dich ein passendes Plätzchen, wenn du Lydia weiter auf die Nerven gehst. Willst du mir jetzt gerade drohen? Nein, Tanja, das ist doch keine Drohung. Und jetzt raus. Werde ich mal sehen, ob ich einen Saft für dich organisieren kann. Frag doch diesen Zivi, der dich da vorhin so angeschmachtet hat. Naja, ich kann es ihm nicht verübeln. Oh, da wird sich aber jemand sehr freuen. Becky, wie schön. Wie geht's dir? Naja, ich bin auf Schonkost gesetzt und versuche den Schwestern mit meiner Ungeduld nicht auf die Nerven zu gehen. Du kennst mich ja.
Dr. Kriller hat von uns allen Blutproben genommen, um zu sehen, wer als Spender in Frage kommt. Sogar Ansgar hat sich testen lassen. Oh, habt ihr ihm dafür die Firma vermachen müssen? Morgen schon können wir mit den ersten Ergebnissen rechnen. Einer von uns kommt in Frage, das weiß ich einfach. Und alle bestellen dir schöne Grüße. Sie wollen später noch vorbeikommen. Das freut mich. Aber erzähl von dir, wie geht es dir? Mir geht's gut. Ich liege ja nicht im Krankenhaus. Du bist so tapfer, Becky. Ich bin so stolz auf dich. Das hätte ich dir früher viel öfter sagen sollen. Und du wirst noch so viele Gelegenheiten haben, um stolz auf mich zu sein, Papa. Wenn du erst mal diesen Krebs besiegt hast und wieder gesund bist. Ach, komm her, mein Kleiner. Mir leid, dass das mit dem Essen nichts wird. Der Termin hat sich ganz kurzfristig ergeben. Schon gut. Hast du noch mal mit Tanja gesprochen? Ja, und sie hochkantig rausgeschmissen. Die lässt sich in Ruhe. Soll ich dich irgendwo mitnehmen? Ich muss noch was erledigen. Okay, also. Ach, und die Angelegenheiten meines Vaters sind für meinen Vetter in Zukunft tabu. Natürlich. Hallo. Ansgar hat doch einen Geschäftstermin. Oder bist du wegen Ludwig hier? Wie geht's ihm? Es geht ihm nicht gut. Die Krankheit ist schon sehr weit fortgeschritten und er braucht jetzt dringend eine Knochenmarkspende. Wir haben uns alle schon testen lassen. Sebastian, es tut mir so leid. Wie geht's dir damit? Wie soll's mir schon gehen? Ich bin ja gesund. Im Gegensatz zu meinem Vater. Ich halte das kaum aus, zu ihm ins Krankenhaus zu fahren, zu sehen, wie er da liegt, so elend, geschwächt. Dein Vater hat Kraft. Er hat euch, seine Kinder und Elisabeth. Er ist doch erst seit einem Jahr wieder bei uns. Wenn ich daran denke, wie misstrauisch ich ihm gegenüber war, wie viel Zeit wir im Streit vergeudet haben. Ja, was ist denn, wenn ich gar keine Chance bekomme, es besser zu machen? Sind alle gekommen, um zu helfen. Hast du das alles organisiert? Mit Andi, Sebastian und Justus. Euer Arzt hat uns gesagt, dass es ziemlich schwierig ist, die richtige Spende zu finden, wenn man nicht zur Familie gehört. Aber bei einem Puzzle findet man auch manchmal durch Zufall das richtige Teil. Vielleicht haben wir ja Glück. Gut, Elisabeth, wir sehen uns dann nachher zu Hause. Wie geht's deinem Vater? Nicht gut. Wenn wir nicht bald einen passenden Spender finden, dann... Das tut mir leid. Du weißt, ich bin immer für dich da. Du bist doch nicht wegen Ludwig hier, oder? Nein, ich bin wegen dir hier. Ich mache mir Sorgen. Und ich habe mit Ansgar gesprochen. Sag mir bloß nicht, du willst mich vor ihm warnen. Du solltest ihn ernst nehmen. Er sägt schon eine ganze Weile an Ludwigs Stuhl und die Leukämie spielt ihm direkt in die Hände. Unterschätze ihn nicht, Sebastian. Er hat gerade seine eigene Mutter in die Psychiatrie einweisen lassen. Irgendwann tut jeder mal das Richtige, selbst Ansgar. Ja, vorher hat er noch dafür gesorgt, dass er ihm ihr ganzes Vermögen überschreibt. Ansgar will Macht, er will die Firma. Und jetzt hat er die finanziellen Möglichkeiten, das auch durchzusetzen. Tanja, ich bin der Justiziar. Was diese Firma betrifft, wandert über diesen Schreibtisch. Was Ansgar auch vorhat, er muss erst mal an mir vorbei. Ach, und du glaubst, mit deinen rechtschaffenen kleinbürgerlichen Mitteln hast du eine Chance gegen ihn? Worum geht's hier eigentlich genau? Es geht mir um dich. Ich weiß, was für ein Druck auf dir lastet und ich will dir helfen. Gegen Ansgar. Du schaffst es nicht alleine. Und ich kenne ihn in- und auswendig. Er hat dir Lydia ausgespannt. Willst du mit ansehen, wie er mit ihr an seiner Seite dich und deine ganze Familie aus der Firma und vom Schloss jagt? Tanja, mein Vater liegt im Sterben. Alles andere ist im Moment zweitrangig. Wenn du mich jetzt bitte entschuldigst.
Darf ich mich zu dir setzen? Klar. Ich war gerade nur ein bisschen in Gedanken. Ich mache mir Sorgen um dich. Tristan und Sebastian kümmern sich um die Firma. Helena ist bei Andi gut aufgehoben. Ich bin die ganze Zeit im Krankenhaus. Nur du. Du musst dir ganz verloren vorkommen. Ich wäre einfach nur gerne länger bei Papa geblieben. Aber ich glaube, dass ich ihm im Augenblick keine große Hilfe bin. Hey, du bist für ihn da. Du denkst an ihn. Das ist für deinen Vater eine ganz große Hilfe. Ich wünschte nur, ich könnte irgendwas für ihn tun. Ihr habt ihm mit eurer Spendenaktion so viel Mut und Kraft gegeben. Er weiß, dass er von uns allen jede nur mögliche Unterstützung bekommt. Was hast du da? Eine Karte von unserem Neujahrsritual. Ja, das war der Tag, an dem ich mit deinem Vater in die Flitterwochen fahren wollte. Es kommt mir vor wie eine Ewigkeit. Habt ihr für ihn auch in die Zukunft gesehen? Ist das nicht Der Tod. Zuerst habe ich mich auch erschrocken. Aber eigentlich bedeutet das etwas ganz anderes. Der Tod zeigt, dass man die Wahl hat. Man kann ihm folgen oder sich dagegen entscheiden. Und sein Leben neu ordnen. Dann bedeutet die Karte, dass Papa steinalt wird. Genauso alt wie der Mann auf dem Bild. Wir werden für deinen Vater einen Spender finden. Da bin ich mir ganz sicher. Was soll das? Und vorsichtig von dir so spät die Tür zu öffnen. Es könnte wer weiß was passieren. Tanja, wenn du nicht gleich verschwindest, dann rufe ich die Polizei. Bist du nicht neugierig? Nee, denn egal was es ist, es kann nichts Gutes sein. Ach, du weißt doch, ich bin immer für eine Überraschung gut. Hast du Angst? Süß. Nee, ich finde dich eigentlich eher nur lästig. Jetzt lass den Blödsinn. Wir müssen reden. Tanja, mach es dir nicht so gemütlich. Ich habe ein Angebot für dich. Hat es mit dem Verkauf meiner Seele zu tun? Ich finde, es ist sinnlos, dass wir beide uns die ganze Zeit bekriegen. Du hast deine Interessen, ich habe meine. Wir sollten uns keine Steine mehr in den Weg legen. Okay, was soll das hier werden? Ein Friedensangebot. Weißt du, du hältst dich von Sebastian fern und ich werde Ansgar nicht mehr mit der Frage behelligen, wer der Vater deines Kindes ist. Okay. Egal, womit du Ansgar behelligst, er glaubt dir kein Wort. Und Sebastian schläft vielleicht mit dir, ansonsten zeigt er nicht wirklich viel Interesse. Du hast also keine Verhandlungsbasis, dein Angebot ist wertlos. Schließt du die Tür, wenn du gleich gehst? Und Tanja, belästige mich nie wieder zu dieser Uhrzeit, okay? Jessica, hast du vielleicht Elisabeth gesehen? Die ist schon ganz früh ins Krankenhaus gefahren. Ergebnisse. Übrigens, danke, dass du dich auch hast testen lassen. Wir wissen das wirklich zu schätzen. Du, Rebecca, das mit deinem Vater tut mir echt leid. Weißt du, er ist trotz allem nett zu mir gewesen. Also, falls ich als Spenderin in Frage komme, dann werde ich es auch wirklich machen. Danke. Und? Wie sieht's aus? Elisabeth. Er wird von Stunde zu Stunde schwächer. Uns läuft die Zeit davon. Oh Gott.
Ich wollte so stark sein. Ich wollte die Hoffnung nicht aufgeben. Aber jetzt weiß ich nicht mehr, was ich machen soll. Dein Vater hat vielleicht nur noch ein paar Wochen. Er braucht so dringend einen Spender. Wer ist Hagen? Wie unverantwortlich seid ihr eigentlich? Wie konntet ihr euren Bruder unterschlagen? Raus mit der Sprache! Ich habe ihn seit einer Ewigkeit nicht gesehen. Er ist von zu Hause weg, als wir noch ganz klein waren. Wir haben ihn nie wieder gesehen. Und uns darauf geeinigt, dass dieses Thema ein für alle Mal abgeschlossen ist. Abgeschlossen? Dein Vater liegt im Sterben. Sag mal, ist dir das überhaupt klar? Moment mal. Soll das heißen, von uns kommt niemand als Spender in Frage? Nein. Also, wo ist Hagen jetzt? Ja, keine Ahnung. Ist verschwunden. Hat's vorgezogen, uns im Stich zu lassen. Wir hätten ihn längst suchen können, verdammt. Ja, wo denn? Der kann doch überall sein. Du und dein beschissener Stolz, ich könnte kotzen. Glaubst du eigentlich im Ernst, dieser Hagen würde auch nur einen Finger krumm machen, um unserem Vater das Leben zu retten? Er hat die Familie verlassen, kapier das! Wir hätten versuchen müssen, ihn zu finden. Vielleicht ist es jetzt zu spät für Papa, nur weil wir gewartet haben. Das ist doch Quatsch! Papa wird durchkommen, auch ohne Hagens Hilfe. Hört auf damit! Mein Gott, der könnte längst hier sein. Wir hätten ihn längst finden können, wenn ihr euch nicht dieses absurde Schweigegelübde auferlegt hättet. Ich wollte erst die Testergebnisse abwarten, bevor ich ihn ins Spiel bringe. Tristan, du informierst die Medien. Ich beauftrage eine Detektei und du, Sebastian. Du wirst jeden Kontakt von früher anrufen, und zwar jeden, der mit Hagen auch nur im entferntesten Kontakt hatte. Elisabeth. Nein, kein Aber. Ihr macht genau das, was ich euch jetzt sage. Und dann können wir nur noch beten, dass es für euren Vater nicht schon zu spät ist. Wir kommen immer wieder an den Punkt, wo wir merken, dass wir andere Menschen brauchen. Auch wenn wir ihnen nicht immer die Wahrheit sagen können. Oder nur mit ihnen zusammen sind, um nicht alleine zu sein. Jemanden in unserem Leben zu haben, tröstet uns. Und egal, was vorgefallen ist, jeder hat eine zweite Chance verdient. Denn eines ist sicher: alleine können wir es nicht schaffen.